wenn der rote Teppich ausgerollt wird. Wenn Professoren wie Schubert, Wallach, Gruber, Schröder, Datsch, Ärzte wie Dahlke, Picha-Benner, Wiechels oder Silke Schäfer, die Fußballlegenden Andi Egli und Pascal Zuberbühler und noch viele weitere Größen darüber schreiten. Wenn ein Jahr voller Herausforderungen, neuen Erkenntnissen und bahnbrechenden Erfindungen dem Ende zugeht. Dann ist es Zeit für das Pendant zur Oscarverleihung. Der QS24 Awardverleihung. Dieses mega eindrückliche Event mit den Auszeichnungen in 7 Kategorien ist ein Highlight der komplementären und integralen Medizin. Hier werden Menschen für Mut, Weisheit und Leidenschaft geehrt. Menschen, die ihr Leben zum Wohle anderer einsetzen. Seien Sie gespannt, was dieses Jahr wieder für große Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuschauer am Fernsehen, am Laptop, am Handy, ganz herzlich willkommen, liebe Laudatorin, liebe Laudatoren, liebe Gratulanten und liebe Nominierte und liebe Gäste hier im Saal. Hiermit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zu unserer zweiten QS24 Award-Verleihung im Bereich Gesundheit. Und wenn ich hier so in diesen Saal schaue und diese enorme Kompetenz sehe von medizinischen Koryphäen, von Menschen, von Vorreitern, von Pionieren, da kommt mir schon ein bisschen die Knie ins Wackeln, kann ich euch schon sagen. Es ist einfach unbeschreiblich ehrenhaft für mich, dass ihr alle so angereist seid, aus Seattle angereist seid, aus Berlin angereist seid, zu dieser Awardverleihung. Das ist unfassbar und schön und ich möchte euch ganz herzlich danken, weil das wichtig ist, was ihr da macht, auch diese heutige Awardverleihung, weil wir damit die Chance haben, diese ergänzende Sichtweise innerhalb der Medizin, die eine berechtigte Verbreitung zu ermöglichen, die sie auch wirklich verdient. Und deshalb nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr wirklich daher gekommen seid und dazu möchte ich gerne applaudieren, euch gegenüber. Ich möchte auch ganz herzlich den Leuten gratulieren, vielen Professoren, Ärzten, Wissenschaftlern und Medizinern, die uns im Vorfeld unterstützt haben zu diesem Event. Denn wir sind 9 Monate daran beschäftigt gewesen, diesen Event so zu planen, wie er heute ist. Und wir haben eine unglaubliche Resonanz genießen dürfen, sehen dürfen. Alle sagten, wir machen mit. Wir wollen auch einen Beitrag dazu leisten, dass der Graben zwischen der Schulmedizin einerseits und der Graben zur Naturheilkunde, zur Komplementärmedizin, zur integralen oder biologischen Medizin oder zur Psychosomatik oder zur Psychoneuroimmunologie einfach kleiner wird, sodass eines Tages auch ein Patient die Chance hat, aus einer Fülle von Therapiemöglichkeiten seinen individuellen Weg in Ergänzung zur Schulmedizin zu finden, aber auch empfohlen zu bekommen. Und das ehrt euch alle und eure Arbeit wird gesehen und dass ich euch das hinaustragen darf in die Welt mit unserem Sender, das ist einfach nur eine großartige Geschichte. Danke nochmals ganz herzlich. Ich selbst bin getragen von einer Vision, die mich so richtig triggert und anstoßt, nämlich zu glauben, dass wir irgendwann ein Gesundheitssystem haben werden, das sich primär der Gesundheitserhaltung, der Prävention und Vorbeugung widmet und nicht erst dann greift oder eingreifen muss, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Ich denke, das ist der richtige Ansatz und daran glaube ich. Vielleicht bin ich ein Träumer, vielleicht bin ich ein Visionär, aber ich sehe, dass unsere 2500
Interviews mit euch, mit Experten aus der komplementären Medizin, was die für eine Resonanz gehabt haben draußen bei unseren Zuschauern, wo uns tagtäglich unzählige Zuschriften erreichen, in schriftlicher Form, in telefonischer Form, wo einfach nur Danke und Danke und Danke sagen, dass sie durch euch erfahren haben, dass es noch eine Ergänzung gibt, eine Option, eine Möglichkeit gibt, die sie in ihrem bestehenden Therapieplan mit einbeziehen konnten. Und viele, viele davon sind sehr glücklich und euch dankbar. Und deshalb euch, die heute da sind, aber auch allen diesen Gästen, die schon bei uns im Sender waren und ihre Weisheiten uns mitgeteilt haben, denen möchte ich auch ganz herzlich Danke sagen. So, und jetzt geht's wirklich los. Wir haben die Ehre, in 7 Kategorien herausragende Persönlichkeiten ehren zu dürfen. Und innerhalb der ersten Kategorie heißt Back to the Roots, habe ich einen Herrn gefunden, den wir da nominiert haben. Und das Back to the Roots Format ist für mich so ein bisschen das Format, wo wir zurück zum Ursprung kommen, wo der Körper nicht von der Psyche getrennt wird, aber auch nicht die Psyche vom Körper, sondern dass man den Menschen als Ganzes sieht, als ein lebendiges System und nicht einfach nur die Summe seiner Organe. Und deshalb starten wir mit dem ersten Beitrag. Zur Nomination des folgenden Menschen hat sein Mut geführt. Dieser Professor ist ein edler Ritter für die gute Sache, sowohl als Mensch wie aber auch aus Sicht seiner medizinischen Erkenntnisse aus der Psychoneuroimmunologie. Traurig zu erfahren, dass die Schulmedizin nach wie vor die Psyche eines Menschen in einer Behandlung abtrennt, also nicht warnend, und die Psychologen es umgekehrt machen, nämlich den Körper von der Psyche zu trennen. Intuitiv wissen wir doch alle, dass wir Körper und Geist sind. Die Psychoneuroimmunologie hat diese Wissenschaft längst bewiesen, doch die Lobby dahinter ist noch klein. 1995 wurde der nominierte Professor in der Psychoneuroimmunologie belächelt und versetzte die Menschen anschließend mit seinen Ergebnissen ins Staunen. 2020, 2021 steht er auf und warnt mit erhobenem Finger und riskiert die heute schon fast üblichen Diffamierungen. Der Mut unseres Nominierten sucht seinesgleichen. Vielen Dank dafür. Und ich habe jetzt die große Freude und Ehre, Ihnen 2 Herren für die Laudatio vorstellen zu dürfen. Das ist einerseits der Professor Dr. Med Urs Gruber. Er ist Medizinwissenschaftler und er ist derjenige Mensch, der mich mit der biopsychosozialen Resilienz in Verbindung gebracht hat. Und dann kommt noch sein Kollege und auch ein Freund unseres Hauses. Es ist niemand geringer als der Professor Dr. Harald Wallach. Ich möchte gerne diese 2 Herren bitten, auf die Bühne zu kommen für eure Laudatio. Geschätzte Damen und Herren, liebes QS24-Team, die Rubrik Back to the Roots oder Zurück zu den Wurzeln heißt für mich im Zusammenhang mit dem heutigen Preisträger, auch wenn man noch so viele und gute Wissenschaft macht, die Wurzeln und die Schönheit des Lebendigen, Kraft der Natur und somit auch des Menschen nie aus den Augen zu verlieren. Unser Preisträger ist sowohl Arzt und Labormediziner als auch Psychologe und Psychotherapeut. So ist er in der Lage, auf professionelle Art und Weise den Menschen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu erkennen und zu sehen. Und wenn man solche Blickwinkel einzunehmen vermag, kann man erahnen, wie tief und weit so ein menschliches, lebendiges Wesen ist und ansatzweise funktioniert. Wenn man sich einem so komplexen Thema widmet, muss man einerseits die Demut vor den Wurzeln und Kräften des Lebens haben und andererseits auch den Mut, über die erkannten Möglichkeiten zu berichten. Demut und Mut hat unser Preisträger.
Und dafür möchte nicht nur ich mich bei ihm bedanken, was ich hiermit gerne tue, sondern mein nachfolgender hochgeschätzter Redner ebenso. Ich übergebe hiermit gerne das Wort an Harald Wallach. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Alexander und QS-Team, lieber Preisträger. Als ich in meiner Studienzeit zum ersten Mal die Studien von Robert Ader, die in den 60er Jahren publiziert worden sind, gelesen habe, hätte ich nicht gedacht, dass die Psychoneuroimmunologie zu einem wichtigen Fach wird. Ich fand es total spannend. Und als ich kurz vor seinem Tod Robert Ader in einer kleinen Tagung am NIH in Amerika erleben durfte, hätte ich nie gedacht, dass ich ungefähr 25 Jahre später hier stehe und einen deutschsprachigen Vertreter dieses Faches zu ehren hätte. Christian Schubert ist unser Preisträger und ich freue mich sehr, dir diese Ehrung zukommen lassen zu können im Auftrag von Alexander Glock natürlich. Und vielleicht ist es wichtig, eine kurze Verbindung zu schlagen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir hier tun können, um die Leistung von Christian Schubert, ich habe nur 2 Minuten Zeit, keine Sorge, um die Leistung von Christian Schubert kurz zu skizzieren. Lange war die Psychoneuroimmunologie so eine Rattenforschung. Dann hat man viel gefunden, wie irgendwelche psychischen Stressoren sich im Immunsystem ausdrücken. Dann war es eine komplizierte Menschenforschung, die lauter komische Ergebnisse erbracht hat. Einmal rauf, einmal runter, einmal so. Und niemand wusste, was eigentlich los ist. Christian Schubert kommt es wirklich enorme Verdienst vor, mit Einzelfallstudien zu zeigen, dass es eben im Einzelfall jeweils sehr unterschiedlich, aber systematisch sein kann. Und das ist wirklich, finde ich, eine hervorragende wissenschaftliche Leistung, für die er auf jeden Fall diesen Preis verdient, denn sie zeigt die Individualität, die in der Komplementärmedizin sehr, sehr wichtig ist, die zeigt sich eben auch im Immunsystem und in der Interaktion des Menschen mit seiner komplizierten psychologischen, sozialen und politischen Lage. Das ist ein Durchbruch und eine Wegbereitung, von der ich hoffe, dass sie noch sehr, sehr viele weitere Forschungen deinerseits, aber vor allem auch deiner Kollegen nach sich ziehen wird. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, dass wir hier dir diesen Preis übergeben sollen. Ja, den stelle ich jetzt mal daher, aufpassen, dass es nicht runterholt. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Vorrednern, die so schön auf den Punkt gebracht haben. Ich bin ein Fan geworden von QS24, vor allem natürlich im letzten Jahr, weil da unglaublich viel Positives passiert ist in diesen Zeiten. Ja, 25 Jahre lang würde ich sagen, stehe ich da schon an der Front der Psychoneurologie und habe Paradigmenwechsel auch gespürt. Ja, also das heißt, wenn du das erwähnst mit den Einzelfallstudien, dann ist das was ganz Schwieriges. Ja, das heißt, wir haben einen Goldstandard in der Medizin und dieser Goldstandard ist Randomized Controlled Trial Design. Das ist, wie ich in meinen Vorträgen oder auch in den Medien mittlerweile sage, das ist das Sargnagel der Life Science. Ja? Dieses Design ist ein Design, das am Menschen völlig vorbeiforscht. Ja? Und gerade Harald Wallach, ich bin ein Fan, schon viele Jahre, das weiß er natürlich nicht, aber ich sage es jetzt, der hat sich sehr extrem dafür eingesetzt, für eine Methodenkritik. Und da sind wir sozusagen beide so parallel gelaufen. Wir haben uns jetzt erst kennengelernt. Und ich habe mich sehr eingesetzt, wie gesagt, für einen anderen Forschungsansatz in der Medizin, der die Komplexität der Psychosomatik abbilden kann. Ja? Und das geht nur am Einzelfall, das ist überhaupt keine Frage. Und insofern habe ich es auch am eigenen Leib erlebt, dass Paradigmenwechsel in der Medizin schmerzhaft ist. Ja? Und wir haben es gerade mit einem so unglaublichen Umbruch zu tun. Ja? Ein soziokultureller Umbruch, der sich so gewaschen hat. Ja? Und wo man wirklich sagen muss, hoffentlich geht das alles gut aus. Und eins ist mir auf jeden Fall mal sehr wichtig zu sagen,
in diesen letzten 18 Monaten haben wir alle gespürt, wie schwierig die Zeit sein kann, wenn ein Paradigmenwechsel in der Medizin stattfindet. Danke also an alle, die hier versammelt sind, die sich auf den Weg gemacht haben, hier auch diese Ehrungen mitzuverfolgen. Und danke auf jeden Fall, und das darf ich auf keinen Fall vergessen, an meine Familie, vor allem meiner Frau, die sich sehr, sehr immer hinter mir gestanden ist und mir den Rücken freigehalten hat. Und ich, trotzdem ich so viel getan habe und gearbeitet habe, eine gesunde Familie habe. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Ja, danke schön. Du musst noch bleiben. Warte. Lieber Christian, wir haben noch was für dich, weil ich habe die Ehre gehabt, 2 Laudatoren hier zu haben, aber wir hätten noch viel mehr haben können, weil du bist wirklich im Gespräch, und so darf ich dir ein Video vorführen, wo ich dich bitten darf, hier rüber zu schauen, wer sonst noch da ist für dich. Liebe Zuschauer, die Psychoneuroimmunologie, ein Wortungetüm, ist ja quasi schon ein alter Hut. Das hat sich ja eigentlich in der Medizin mittlerweile durchgesetzt. Umso mehr bewundere ich es, wenn er so viel Mut aufwendet, da als einer der wenigen wie ein Fels in der Brandung zu stehen und die Fahne der Psychoneuroimmunologie hochzuhalten und da auch praktische Erkenntnisse im Rahmen von Corona ohne Angst vor Repression seiner Kollegen oder von Mädchen da zu verbreiten. Das ist ihm nicht hoch genug anzurechnen, und dafür erfolgt die Preisverleihung mehr als verdient. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Professor Schubert. Ich gratuliere Herrn Professor Schubert sehr herzlich für seinen Preis, den er für seine Leistung in der Psychoneuroimmunologie geleistet hat und für seinen Mut, für Kinder einzustehen. Lieber Herr Professor Dr. Christian Schubert, hiermit will ich Ihnen ganz, ganz herzlich zum Gewinn des QS24 Awards gratulieren. Ihr Forschungs- und Tätigkeitsgebiet ist extrem wichtig, ist die Verbindung zwischen Psyche, Immunsystem und Gehirn. Richtung Immunsystem stehe ich Ihnen gerne zur Seite, bei der Psyche sind Sie auf sich selbst gestellt. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag und ein tolles Fest. Es freut mich persönlich ganz besonders, Ihnen dazu gratulieren zu können, weil es ein Schwerpunktthema ist, mit dem wir uns beide beschäftigen und merkwürdigerweise uns noch nicht begegnet sind. Ein spannendes Thema für die Zukunft offen. Die Klärung unserer medizinischen Probleme wird in diesem Themengebiet weitgehend liegen. Und ich würde mich freuen, wenn über diesen Glückwunsch hinaus wir uns auch noch persönlich begegnen können. Ihnen alles Gute und herzliche Gratulation. Willst du noch was sagen? Ja, ich denke, ich habe vielleicht etwas noch zu berichten. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Interview im Deutschlandfunk und hatten mir diese Sendungen auch immer wieder schicken lassen. Und als ich das dann angehört habe, wurde Psychoneuroimmunologie zur Pseudoneuroimmunologie. und da sehen Sie, was für Versprecher möglich sind in diesem Bereich, wenn von der anderen Seite versucht wird, verzweifelt sozusagen diese Brückenbildung zu schlagen. Also ich glaube, mir kam so der Gedanke, diese Versprecher passieren. Ja, vielen Dank nochmal für alles. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich euch Damen ganz herzlich Danke sagen, liebe Natalia und Katharina. Ganz herzlichen Dank vom Duett Al-Ronk. Ihr seid großartig und danke für diese gefühlsvolle Lieder, die wir da hören dürfen. Ihr seid großartig, danke sehr. Wir eröffnen jetzt die Awardverleihung Kategorie Innovatives Produkt. Für QS24 ist diese Person ein wahrer Held. Und dabei geht es uns gar nicht um seinen sehr beeindruckenden Weg bis zum heutigen Tag, sondern darum, wie er anhand von Naturbeobachtungen etwas für den Menschen mit sehr großem Nutzen entwickelt hat. Bestimmt konnten dadurch bereits Millionen von Menschen von schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates präventiv geschützt werden und Tausende oder Hunderttausende Operationen verhindert werden. Der Nominierte verinnerlicht ein Genie, sowohl technisch wie auch operativ. Seine Berühmtheit wird durch die gegründete Marke und deren Nutzen in die ganze Welt hinausgetragen. Vielen Dank für deine Arbeit. Mir stehen schon die Haare auf. Es ist so schön gemacht. Ich möchte auch da meinem Team noch zwischendurch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Jennifer, das hast du mega schön gemacht. Danke vielmals. Ich habe einen Herrn gefunden, der heute die Laudatio gerne hier vor Ort bei euch live sprechen würde. Es ist leider nicht möglich, weil er umgefallen ist und in seinem hohen Alter ist das meist auch mit einem Gebrechen dann zusammenhängend, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt. Aber bevor ich die aufzeige und spielen lasse, sage ich Ihnen, es ist der Professor Dr. Karl Hecht. Er ist für mich eine lebendige Legende. Im Februar nächsten Jahres wird er 99 Jahre und jedes Jahr kommt ein neues Buch von ihm dazu. Bei mir hat er über 30 Interviews gemacht. Der Mann ist unglaublich frisch und macht so viel richtig. Er ist die Authentizität pur. Und es ist für mich eine ganz große Ehre und Freude, Ihnen heute dem vorstellen zu dürfen. Meine verehrten Damen und Herren, mit dem QS24 Gesundheitspreis für Innovation wird heute ein Gesundheitspionier, ein Held der Gesundheitsinnovation geehrt, Herr Karl Müller. Die Bewegung steht heute mit mehr denn je in der gesunden Lebensweise an erster Stelle. Der französische Arzt Joseph Clement Tissot, der von 1728 bis 1797 lebte und als Pionier der Krankengymnastik galt, schrieb, die Bewegung kann jedes beliebige Arzneimittel ersetzen, aber kein Arzneimittel kann die Bewegung ersetzen. Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich diesem Zitat hinzufügen. Die Bewegung mit dem Gebundschuh ist das wertvollste gesundheitsfördernde Mittel, das der Menschheit heute zur Verfügung steht. Wer im Gebundschuh wandert, Nordic-Walking betreibt und sich auf eigenen Füßen 2 Stunden täglich bewegt, erreicht blühende Gesundheit und benötigt keine Arzneimittel. Durch die Elastizität und Flexibilität in allen Richtungen wird die gesamte Beinmuskulatur trainiert. Der Gebundschuh schont die Gelenke und beseitigt Verspannung. Im Gebundschuh wandert man in unerreichbarer Vollkommenheit, die ganzheitliche Gesundheit bringt. Man geht nicht, man schwebt. Wer eine effektive, optimale Gesundheitskultur betreiben möchte, erreicht diese sicher mit dem Gebundschuh. Deshalb schätze ich das Gebundenbewegungssystem von Herrn Karl Müller als die derzeitig bedeutendste Innovation für die Gesundheit der Menschen auf unserem Planeten.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Kamille, für die grandiose Erfindung. Herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung mit dem QS24 Gesundheitspreis für Innovation. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und noch viele Ideen. Und jetzt habe ich noch zwei Herren gefunden, und zwar wirklich zwei Pioniere im Fußball, zwei richtige Fußballstars. Einer davon hat meine Kindheit geprägt, aus dem richtigen Verein, wo er mitgespielt hat. Es ist der Andi Egli auf der einen Seite, der heute da ist, um auch noch eine Gratulationsrede zu machen und die Bedeutsamkeit dieser innovativen Produkt zu erläutern. Und auf der anderen Seite auch wieder niemand geringerer als ein Pascal Zuberbühler hat sich die Ehre gemacht, heute zu uns zu kommen. Er ist heute für die FIFA weltweit verantwortlich für die Torhüterausbildung und hat auch im Schweizer Fußball was unglaublich prägende Momente gelebt und gezeigt. 20 Jahre Profifußball. Heute ist er Speaker, heute ist er Moderator, heute macht er unglaublich vieles und ich bitte euch zwei Herren, gerne auf die Bühne zu kommen, um hier noch eine Gratulationsrede zu bieten und dann auch die Preisübergabe zu vollziehen. Herzlichen Dank. Werte Anwesende, ja, mit dir, Karl, verbinden mich unglaubliche Emotionen. Wir haben in einem Gespräch da draußen kurz vor dieser Veranstaltung festgestellt, dass wir uns mittlerweile 25 Jahre kennen. Und wenn ich diese 25 Jahre Revue passieren lasse, dann geht es immer um einen Wettbewerb, in welcher Familie werden wohl mehr Enkelkinder auf die Welt kommen. Im Moment sind wir mit 8:7 in Führung. Ich denke aber, Karl, ihr werdet uns noch überholen. Der Grund dieser Auszeichnung ist aber Kibun und die Worte, die der Herr Professor uns übermittelt hat, die kann ich alle so bestätigen. Eindrücklich, Karl, eben, es ist fast 25 Jahre her, da hast du mir erklärt, was du machen willst. Du hast mir die Geschichte erzählt, wie du bei eurem Korea-Aufenthalt, und ihr seid ja über Jahre, habt ihr in Korea gelebt, und da bist du in deiner Gegend jeweils barfuß auf Reisfeldern gelaufen und hast diese weiche Unterlage genossen. Und ja, du hast auch die Herausforderung gespürt, dieses Gefühl in eine Schuhsohle zu transformieren. Ich darf euch sagen, das ist ihm eindrücklich gelungen. Gratulation, Karl. Es ist mir eine Ehre, hier bei euch sein zu dürfen, lieber Karl. Es ist beeindruckend für mich zu sehen, was du schon alles in deinem Leben erreicht hast und vor allem mit deinen Entwicklungen, wie viel, dass du den Leuten den Schmerz sozusagen wettgezogen hast, das Leid, jeden Tag mit Schmerzen aufzustehen. Das ist einfach großartig und ich finde, da kriegst du das größte Respekt dafür. Von meiner Seite ganz klar. Ich bin stolzer Träger heute von deinen Schuhen und meine Arthrose im rechten Knie nach 21 Jahren Profi geht mir so gut wie weg beim täglichen Laufen und Bewegen. Was ich auch noch herausgefunden habe, und das ist wirklich fantastisch, das muss ich trotzdem noch sagen, was dieser Schuh auch noch in sich hat, wenn man älter wird, schrumpft man ja, oder? Aber mit den Schuhen ist man fast größer wie früher. Das ist auch was Gutes. Karl, Menschen wie dich, die muss man ehren. Die müssen einen Award kriegen. Und darum wirklich von ganzem Herzen, und ich bin sehr stolz, dass ich das heute übernehmen darf mit meinem
Fußballfreunden Andi Egli zusammen, dir diesen QS24 Award überreichen zu dürfen. Von meiner Seite, sicher auch von Andi seiner Seite, herzliche Gratulation. Wenn es einer verdient hat, dann bist es du. Und ich bin stolz, dich kennenlernen zu dürfen. Liebe QS24-Familie, liebe Familie Glock, liebe Anwesende, ganz herzlichen Dank. Es ist eine riesen Überraschung für mich. Ich wäre am liebsten in ein Loch eingekrochen, wo ich all diese Lobs gehört habe. Ich mag das nicht so vertragen. Speziell von Herrn Professor Dr. Hecht, das ist ja unglaublich. Er trägt jetzt unsere Schuhe seit 7 Jahren. Und ich würde sehr gerne mal ihn persönlich kennenlernen. Ich schaue alle seine Sendungen. Ich schätze ihn unglaublich. Er ist ein riesiges Vorbild, was die körperliche und geistige Beweglichkeit, Fitness und Gesundheit im Alter betrifft. Der ist einfach unschlagbar. So ein Thema für ihn sind die Waldspaziergänge. Und das würde ich sehr gerne mal mit ihm machen und von ihm lernen. Ich glaube, von ihm kann man noch sehr, sehr viel lernen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Hecht. Und ich werde dranbleiben. Ich werde sehr gerne Sie mal in Wien besuchen. Ich mache es kurz, aber ich möchte auch noch meinen beiden Freunden ganz herzlich danken. Pascal, unglaublich. Du bist jetzt 3 Stunden hierher gefahren. Ich kenne deinen Plan für dieses Wochenende, was du noch alles machen musst, heute, morgen, übermorgen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also das schätze ich unglaublich, was du jetzt gemacht hast. Ich durfte hierher kommen. Ich durfte zu euch kommen hier und das ist mir eine Ehre. Okay. Ich habe ja nicht gewusst, dass ihr beide kommt. Du musst ja nicht alles wissen. Und letzten Dank gilt noch Ihnen, liebe Anwesende. Ohne Sie, der Rahmen, das wäre nichts gewesen. Und meiner ganzen Familie, meiner Frau, meinen Kindern, die nächste Generation, die das Ganze jetzt übernehmen, ganz, ganz herzlichen Dank. Euch allen.
kurz etwas erklären, nämlich zu unserem Award selber. Ich habe gerade heute erfahren, dass der wahre Oscar eigentlich gar nicht aus Gold ist, sondern aus Blech. Da sind wir doch ein bisschen weiter, denn unser Award besteht zu 100% aus 1 Kilo Silber, den wir dann einfach, dass er nicht anläuft, noch vergoldet haben. Da haben wir uns sehr viel gedacht und sehr viel Freude auch daran und haben auch die Inschrift gemacht für Mut, Weisheit und Leidenschaft. Denn genau das ist dasjenige, was alle unsere Nominierten nämlich vereint. Mut, Weisheit und Leidenschaft. Herzlichen Dank. Der Tesla-Oszillator basiert auf der Grundlagentheorie von Nikola Tesla und Georges Lakhovsky. Bei diesem Gerät handelt es sich nicht, wie oft angenommen, um einen Nachbau des Multiwellen-Oszillator nach Lakhovsky, sondern um eine technische Weiterentwicklung. Gesundes hexagonales Wasser ist die Basis von Gesundheit und Wohlbefinden. Ähnlich wie unsere Erdoberfläche besteht auch unser Körper aus 70% Wasser. Aus diesem Grund kamen einige Anwender auf die Idee, das Gerät direkt am Körper anzuwenden. Viele Nutzer berichten von erstaunlichen Verbesserungen bei Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden. Informieren Sie sich auf unserer Webseite www.wassermatrix.ch. Riechen Sie es? Die frische, wohltuende Waldluft? Spüren Sie die Energie, die hier durch die Lunge und von Kopf bis Fuß in Ihren Körper strömt? 80% aller Menschen leben in einer energiearmen sowie belasteten Luftatmosphäre. Dabei ist die Luft für uns überlebenswichtig und alternativlos. Weshalb also wird ihr nicht die Bedeutung zukommen gelassen, die sie wirklich verdient? Dem Unternehmen Energy ist es gelungen, eine Technologie nach dem Vorbild der Natur zu entwickeln, die ursprüngliche, energiereiche und damit vitale Waldluft zu Ihnen nach Hause bringt. Testen Sie noch heute eine Energietankstelle in Ihrer Nähe. Macht Sie der lange Arbeitstag müde und kommen Sie oft erschöpft nach Hause? Haben Sie schwere Beine vom vielen Gehen und Stehen? Leiden Sie manchmal unter Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen? Das muss nicht sein. Entdecken Sie jetzt den elastisch federnden Trampolinschuh von Kibun für Ihre stehende und gehende Arbeit. Ob im Gesundheitswesen oder in der Gastronomie. Dank dieser Technologie führen bereits tausende zufriedene Berufstätige ihre Arbeit schmerzfrei und nachhaltig gesund aus. Warten Sie nicht zu lange. Probieren Sie den Wunderschuh von Kibun risikofrei und erleben dessen positive Effekte noch heute. Beim Sinus Body handelt es sich um ein pulsierendes Sinusmagnetfeld zum Anziehen, welches die körpereigenen Zellen mit der Frequenz der Erde von 8 Hertz rhythmisch versorgt. Durch die Kombination von einem pulsierenden Erdmagnetfeld zusammen mit der Neutralisierung von digitalen Störfeldern ist das Prinzip der Bioresonanzregulation komplett. Durch ein starkes Eigenfeld kann eine körperliche und geistige Entspannung entstehen. Dadurch sind Verbesserungen des Schlafes möglich. Genauso wie eine optimale Regeneration von täglichen Belastungen aus der Umwelt, negativen Einfluss von Stressoren, aber auch der Steigerung von Kognitivität. Zudem wird durch die Resilienzstärkung die Möglichkeit geschaffen, dass der Körper sich selbst regenerieren kann. Informieren Sie sich auf der Website von www.i-like.net über dieses hervorragende Produkt. Jetzt kommen wir zur dritten Kategorie, nämlich der Natur pur. Und da möchte ich gerne bitten, dass wir das Video anschauen dürfen. Wundermedizin Trinkwasser. Doch wie gut ist unser Trinkwasser wirklich? Eines der spannendsten und rätselhaftesten Elemente ist die Basis allen Lebens. Unser Nominierter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Wasser. Egal ob Trinkwasser aus der Leitung, Mineralwasser, Quellwasser, Grundwasser. Der Nominierte sucht die Wahrheit und klärt auf, was es aufzuklären gibt. Mit wissenschaftlichen Fakten und Expertisen, gepaart mit zahlreichen Selbstversuchen und Erfahrungsaustauschen. Der Einfluss von Wasser auf unsere Gesundheit ist elementar. Umso erschreckender ist es zu sehen, wie wir unsere Reserven vergiften und sauberes, absolut reines Wasser nur selten aktiv Menschen abgegeben wird.
Wie viele Schadstoffe im Wasser trotz modernsten Reinigungsversuchen immer noch verbleiben, es haarsträubend. Es ist höchste Zeit, die Aufmerksamkeit auf das Wasser zu lenken. Und dafür setzt er sich mit Witz, Charme und viel Emotionen erfolgreich ein. Vielen Dank für deine Arbeit. Und nun darf ich den Professor Dr. Peter C. Dartsch bitten, auf die Bühne zu kommen. Er ist Biochemiker und Humanphysiologe. Und ich habe Experimente gesehen, die er mit seinem Zellbiologischen Institut gemacht hat zum Thema Wasser. Ich habe gesehen, was das für eine Wirkung hat auf die Zelle. Und es kann niemand besser erklären als er. Und ich habe zahlreiche Interviews auch machen dürfen. Bitte schaut das einfach an auf QS24. Es ist so spannend. Und darf ich dich bitten, lieber Peter, auf die Bühne zu kommen für die Laudatio? Sehr verehrte Damen und Herren, liebes Q24-Team, lieber Alexander. Offensichtlich ist Wasser nicht gleich Wasser. Es gibt belebtes, aktives und informiertes Wasser, aber es gibt auch totes Wasser. Unser Grundwasser ist durch Altlasten stark belastet. Das heißt, hier eine Reinigung vorzunehmen, würde das Wasser deutlich verbessern und wäre auch gut für unsere Gesundheit. Und einer, der sich enorm dafür einsetzt, dass man von diesen Problemen hört und diesen Stier an den Hörnern packt. Einer, der heutzutage ein gern gesehener Gast bei Medizinkongressen ist Erich Meidert. Bestens bekannt unter dem Namen Mr. Water. Insofern, Erich, darf ich dich auf die Bühne bitten, um dir den Preis zu verleihen. Ich danke den Anwesenden hier und ich habe mir gerade beim Sitzen ein bisschen was rausgesucht. Und als Fußballer ist die Psychoneuroimmunologie auf Bayerisch übersetzt, heißt es halt auch, zwischen gewonnen und verloren entscheidet sich zwischen den Ohren. Also ist es immer ganz wichtig. Ja. Und so bin ich die Reihe durchgegangen, vor mir Rüdiger Dahlke, wo ich hochschätze. Am meisten schätze ich von ihm die Diät, allerdings die Hollywood-Diät. Auf Nacht, auf dem Sofa. Schöne Filme. Was ich dann noch mache, sage ich nicht. Das ist schon klar. Und dann geht es weiter zu Professor Klinghardt, der hat mir eine große Freude gemacht, das weiß ich nur nicht. Er ist in Seattle und hat den großen Lehrmeister, der mich einfach so weit gebracht hat, nämlich Professor Pollack interviewt, ihr kennt es euch gut. Und da muss ich sagen, wenn jemand was über Wasser wissen will, dann muss er Pollack lesen. Und die Interviews gibt es auch ein paar, 3, 4 auf Deutsch, auch auf der Homepage zu sehen. Pollack ist wirklich ein Genie, das muss man sagen. Der erklärt es so gut und so informativ und aber auch so lustig. Das ist einfach unfassbar. Naja, also ich muss nur sagen, ich bin zutiefst euch dankbar. Vor allem, ich lerne auch so viel damit. Und heute habe ich ein ganz übles Wort gebracht zu deinen Schuhen, weil die verfolge ich auch schon lange, habe ich gesagt, Apostelbereifung, gell? Also, die sind ja gut, die tun so viel Gutes, so viel Heiliges, aber von der Optik, so ist es halt einfach. Also, in dem Sinne, ich danke dir schön, Alexander, aus ist und gar ist und schaut ist das an. Erich, es gibt noch ein paar Gratulanten für dich, die ich dir gerne zeigen möchte. Ich gratuliere Ihnen, das ist so unglaublich wichtig und toll. Unser Wasser braucht eine Stimme und es ist berührt. Es ist wichtig, dass das jetzt passiert. Hey, alles Gute. Ja, danke ganz herzlich, lieber Erich. Ich möchte vielleicht zu diesem Gratulanten am Schluss noch sagen, das ist doch tatsächlich
ein Indianerhäuptling gewesen aus Oklahoma, der bei uns zu Gast war. Und es ist eine große Ehre, mit einem Indianer zu sprechen. Was da für Weisheiten gekommen sind unfassbar. Und bevor ich wieder rübergehe zur Musik, die uns dann wieder berieselt, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch jemandem ganz herzlich Danke sagen, nämlich der Familie Wiechel, der Petra Wiechel, dem Ulf Wiechel und selbstverständlich auch der Tochter Friederike Wiechel. Denn sie sind heute Gastgeber hier in der Swiss Mountain Klinik in Castaneda. Und ich kann euch sagen, ohne euch hätten wir das heute hier nie gemacht. Ich hätte nie den Gedanken gehabt oder den Mut gehabt, eine solche Veranstaltung in dieser Größe zu machen. Das ist 2.0, es ist unfassbar. Und da möchte ich euch wirklich nochmals ganz herzlich Danke sagen, dass ihr das ermöglicht habt. Wow, mir hat es gerade die Tränen in die Augen gedrückt. Fantastisch, danke vielmals. Gut, wir kommen zur nächsten Kategorie, nämlich innovative Klinik. Und hier möchte ich euch gerne das folgende Video zeigen. Es gibt Dutzende, wenn nicht sogar Tausende von Kochsendungen. Doch noch keine, die den Fokus auf die Gesundheit hat. Hippokrates sagte, lass die Nahrung deine Medizin
und Medizin deine Nahrung sein. Und dies setzt das nominierte Team in ihrer Sendung um. Hier wird gekocht, wie es den Körper des Patienten stärkt. Hier wird geschult und gelehrt. Es werden Anleitungen gegeben zu Gewürzen und zu Kräutern. Hier kriegen die Zuschauer die Informationen zum Kochen, die sie sonst nirgendwo bekommen würden. Die Gründung dieses Sendeformates ist unseres Erachtens weltweit eine Besonderheit, da Menschen mit Krankheiten sehr oft allein gelassen werden. Danke für euren wertvollen Beitrag. Und in dieser Kategorie kann nur ein Mensch eine Laudatio halten. Und das ist ein Schweizer Arzt, ein ganz großer Schweizer Arzt. Ich kenne in dieser Dynastie von solchen Größen eigentlich nur 4. Ich erinnere an Paracelsus, an C.G. Jung, an Pestalozzi und an den Herrn Bircher-Benner, die Familie Bircher-Benner, ganz große Ärzte. Unglaubliches, was sie gemacht haben. Und heute ist der Enkel da, der Bircher-Benner-Klinik, der Dr. Med Andres Bircher-Benner, einer der ganz Großen. Und es ist mir eine sehr, sehr große Ehre und ich bin sehr dankbar dir, lieber Andres, dass du heute gekommen bist, um eine Laudatio über das Thema Kochen, über das Essen, dass Nahrung auch Medizin ist. Und dieser Satz von Hippokrates, lass Nahrung deine Medizin oder Medizin deine Nahrung sein, das könnte auch von ihm sein, dieser Satz. Lieber Dr. Andres Bircher-Benner, darf ich dich bitten, auf die Bühne zu kommen für eine Laudatio. Dieses Thema Ernährung, das ist so schön, dass das jetzt in dieser Klinik wieder kommt. Wir müssen daran uns erinnern, dass in der Medizin wir immer noch mit Kalorien rechnen. Also wir sind bei 1842 stehen geblieben, beim ersten Theorem eben der Thermodynamik, dem Energieerhaltungsgesetz von Mayer. Und hier sollte viel geschehen, das kann hier oben in der Klinik verwirklicht werden. Wir haben in den Zellen drin ganz erstaunliche Verhältnisse. Wir haben dort eine ganz andere Energie als außerhalb. Und zwar ist die Energie so weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt, dass eben der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ungültig wird. Und darum ist die Zelle der einzige Ort, wo aus ganz einfachen Bausteinen, aus fast chaotischen Dingen, komplexeste, geniale Ordnungen entsteht. Ich möchte vielmals danken dem Team vom QS24 und Wichels auch für ihre Arbeit hier, dass sie diese tolle Sache von Herrn Anselmi hier so gut weiterführen. Und damit darf ich die Ärztin, die Frau Dr. Med Friederike Wichel, gerne zur Bühne bitten. Ich glaube, ich zitter jetzt, wenn ich das hier in der Hand halte. Ich bin ja ganz gerührt. Wir sind da vorhin, als es so durchschimmerte, dass ich den Preis bekomme, zusammen mit der Georgia, die leider heute im Urlaub ist, die Tränen gelaufen, gerade nach dieser schönen Musik. Und ich war dankbar um die Ansprache von Andres Bircher, weil so konnten sich meine Tränen ein bisschen beruhigen und mein Sympathikus auch. Und ich bin auch dankbar diesem Format und meinem Vater, der immer nur voller Vision ist und gesagt hat, du machst die Kochsendung. Weil durch diese Kochsendung geht mein Herzblut auf. Die Ernährung hat mich schon als Kind begleitet. Ich weiß, die Mama hat gearbeitet, mein Bruder und ich, wir haben ja das Weihnachtsgericht, das Menü vorbereitet und mit vollem Herzblut gekocht. Und ich habe immer nie verstanden, in der Schule, später im Studium, dass die Menschen und Freunde, Bekannte in meinem Umkreis eigentlich die Ernährung ja so als nichtig erhalten, wie sagt man, das einfach überhaupt nicht für wichtig und wertgeschätzt haben, gedacht haben, das ist nicht wichtig. Dabei ist es doch was ich selber beeinflussen kann. Ich habe es in der Hand, was bei mir auf dem Teller ist und
es ist doch logisch, dass das, was ich esse, auch in jeder kleinsten Zelle irgendwie ankommen muss. Und dieses Format bietet einfach die Möglichkeit zu den verschiedensten Krankheitsbildern. Wir zeigen ihnen, was sie machen können und wie gut es auch schmecken kann. Denn das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Credo. Ich muss nicht denken, gesunde Ernährung bedeutet Verzicht. Ich muss einfach austauschen. Ich muss andere Produkte verwenden, andere Zucker wählen, andere Getreidesorten integrieren in meinen Speiseplan und dann ist es ganz, ganz einfach. Und in diesem Sinne, einfach nur danke meinem Vater, der immer voller Visionen ist und mich antippt und sagt, du rockst das schon. Meiner Mama, von der ich so viel lernen darf und jetzt auch arbeiten darf. Und auch, jetzt laufen mir die Tränen. QS24 Jenny, die uns immer auch in all diesen Kochsendungen begleitet hat. Und ich muss sagen, vor den Kochsendungen kriegt man immer ein Glas Prosecco. Das habe ich heute nicht, deswegen habe ich es nicht erlaubt. Deswegen jetzt auch so ein paar Tränen, aber einfach nur danke euch allen. Lehrer, Meister, Freunde, Bekannte und... Du bist noch nicht erlöst, Friederike. Es kommt noch dicker. Ich möchte gerne einen Gratulant auf die Bühne bitten. Dem sind vorhin auch schon die Tränen geflossen, nämlich dein Vater. Bitte, lieber Ulf, darf ich dich bitten, auf die Bühne zu kommen? Danke, lieber Alexander. Ich hatte eben so die ganz kurze Hoffnung, dass der Kelch an mir vorübergeht, weil du hast dich ja schon bei mir bedankt und ich kann mich eigentlich nur bei dir bedanken oder wir können uns nur bei dir bedanken, dass du unsere Vision hier unterstützt, dass du von vornherein gesagt hast, ja, ich will dabei sein und dass du mit deinem Wissen, mit deinem Engagement, und ich erinnere mich gerne an die Weihnachtstage, also Friederike und unser Sohn haben die Küche abgeschlossen, wir durften nicht in die Küche und da war sie aber erst 9. Ne? So, das erste Gericht war dann so Bratkartoffeln und Spiegelei, aber das wurde von Jahr zu Jahr festlich und schön und die Entwicklung war da und und dass du auch der Klinik unsere Arbeit neue Impulse setzt, da sind wir dir ganz, ganz dankbar für und ja, ich bin einfach nur stolz. Nein, noch nicht. Wir haben noch ein paar Gratulanten gefunden, die dir Danke sagen möchten. Liebe Friederike, zu deinem Award von QS24 möchte ich dir ganz herzlich von meiner Seite aus gratulieren. Und ich finde es genau richtig, dass du den Award bekommen hast für eine innovative Geschichte, dass auch Ärzte endlich mal über das Kochen reden und das Kochen nicht im Sinne eines Kochkurses, sondern Kochen bei Krankheiten. Sehr innovativ und absolut berechtigt, dieser Award. Alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald. Ciao. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Award. Das ist eine ganz tolle Idee, eine ganz tolle Initiative. Einfach sich mal Gedanken zu machen, wie die Ernährung aussehen sollte bei Patienten, abhängig von der Erkrankung. So können Patienten wirklich profitieren, dass es ihnen besser geht. Liebe Frau Dr. Wiechel, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihren Kochsendungen. Ich bin auch ein passionierter Gesundheitskoch und freue mich immer wieder, mit Ihnen zusammen, Sie hinter dem Bildschirm, ich vor dem Bildschirm, zu kochen.
Und damit kommen wir schon zu der 5. von 7 Kategorien. Und zwar geht es hier um einen Sonderpreis in der Wahrheitssuche, den ich gerne hiermit eröffnen möchte. Die nächste Nomination geht an 2 ältere Herren. Die beiden verbindet eine beeindruckende Leidenschaft. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema der Sinn des Lebens. Und dafür haben sie über 250.000 Seiten Literaturen, biblische und nachbiblische Offenbarungen studiert und für uns in einem Buch zusammengefasst. Für Quiz 24 ist dadurch eine Bibel der Bibeln entstanden, die nichts ausschließt. Ein sehr zeitgemäßes Buch, um sich mit den geistigen Dingen zu beschäftigen. Ein Buch, welches Dogmen und alte Sichtweisen relativiert. Ein Buch, das auch durch zahlreiche nachbiblische Offenbarungen zu erstaunlichen Klarheiten führt. Es ist Futter für unsere Seele. Ich habe eine Laudatorin finden dürfen, die sich bereitwillig erklärt hat, heute vorbeizukommen und eine Laudatio zu sprechen. Es ist für mich eine ganz bedeutsame Dame, die mir in unzähligen Interviews die faszinierende Welt der Astrologie erklärt hat, die mir immer wieder zeigt, wie gewisse Dinge im Makrokosmos genau gleich laufen wie im Mikrokosmos. Es ist die Profi-Astrologin Silke Schäfer, die ich gerne hier mit auf die Bühne bitten möchte. Danke, dass du da bist. Große Ehre für uns. Danke vielmals. Was ist Wahrheit? Es fängt ja schon damit an, dass wir irgendwann geboren werden. Dann gehen wir durch die Phasen des Kindseins, des Jugendseins, des Berufefindens. Irgendwann werden wir dann vielleicht Großeltern, 7 zu 9 habe ich irgendwo gehört, ist der Stand gerade, oder 7 zu 8. Und irgendwann ist dann diese Reise damit zu Ende, dass wir sagen, jetzt kommt der Tod und wir verabschieden uns wieder. Das ist etwas, was wir erkennen können als Wahrheit. Das ist gesetzt. Dieser Rhythmus ist nicht umkehrbar. Warum ist das eigentlich so? Was ist überhaupt der Sinn des Ganzen? Wir kommen, wir strahlen und wir vergehen. Und da kann man sich die große Frage stellen, warum das Ganze? Wir starten an einem gewissen Punkt hier auf Planet Erde, wir nennen es den Geburtstag. Wir gehen an einen bestimmten Punkt, wir nennen es den Tod und dazwischen passiert es. Und diese Phase dazwischen sollten wir nutzen, um uns als Mensch zu kümmern, um unsere Gesundheit zu pflegen, um miteinander uns zu vernetzen, aber eben auch die großen Fragen zu stellen, woher, wohin. Ihr habt biblische Offenbarungen studiert, bis zum geht nicht mehr, kann man fast sagen. Ihr habt ein monumentales Werk geschaffen. Und ich bin so stolz und dankbar, euch beide kennengelernt zu haben jetzt hier, weil ihr seid nicht nur jetzt diejenigen, die die großen Fragen des Lebens stellen, die wir uns bestimmt alle schon mal gestellt haben. Warum bin ich jetzt eigentlich schwanger? Woher kommt das Ganze? Und wohin gehen wir überhaupt? Gerade mit dieser jetzigen Krise. Und ihr stellt die Fragen. Und verbindet damit etwas Sensationelles, nämlich genau das, was wir jetzt alle brauchen, nämlich die Brücke zwischen Wissenschaft und Philosophie und Spiritualität. Die Brücke zwischen dem alten Zustand und dem neuen. Die Brücke zwischen der alten Welt, die so nie wiederkommen wird, und die neue, vor der wir noch Angst haben. Ihr baut die Brücke. Und ihr seid von daher auch in meinen Augen wahre Pioniere, nicht nur für, wie heißt der Award, für Mut und Weisheit, selbstverständlich, sondern auch noch, so wie ich euch jetzt kurz kennengelernt habt, auch noch für Leidenschaft und vor allem für Humor. Ich gratuliere euch von ganzem Herzen. Lieber Alexander, liebes QS24-Team, geschätzte Anwesende, liebe Silke, das hat mich sehr berührt, deine Gedanken, deine Worte, das hat mich total fasziniert. Du hast genau das gesagt, um was es eigentlich geht.
Wir haben seit 40 Jahren unendlich lang geforscht, nach biblischen Offenbarungen, verschiedensten Offenbarungen, Religionen und so weiter und sind dann zu einem gewissen Wahrheit gekommen, in Anführungs- und Schlusszeichen, haben das auch in einem Buch niedergeschrieben, das sehr große Nachfrage hat, viele Vorträge gehalten, was uns jetzt ganz besonders ehrt und freut, dass wir auch für dieses existenzielle Thema im Fernsehen Aufnahme gefunden haben. Es ist so entscheidend, wir haben heute uns mit Medizin befasst und das ist sehr wichtig für unser Leben, aber es gibt nach der Medizin noch eine Zeit, eine ganz lange Zeit und auf diese müssen wir uns entsprechend in dieser Zeit vorbereiten. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Lebens und mit diesem Thema wollen wir einen bescheidenen Beitrag beitragen für dieses unendlich wichtige existenzielle Thema. Mehr kann ich nicht mehr sagen, du hast eigentlich den ganzen Inhalt bereits vorgesagt und es freut uns außerordentlich, dass wir mit diesem Thema entsprechenden Anklang gefunden haben. Herzlichen Dank. Zunächst herzlichen Dank an alle, die Laudatorin, Organisatoren, das ganze Team, dann hier die Familie Weichel und Sie alle, die dabei sind. Ich würde doch gerne noch etwas über die Brücke sprechen. Max Planck, sicher einer der größten Physiker der neuen Zeit, er hat mal gesagt, je länger er sich mit seinem Fachgebiet befasst, desto stärker wird er bewusst, dass es Materie eigentlich gar nicht gibt. Letztlich sei alles Geist. Und er scheue sich nicht zu bekennen, dass dahinter ein schöpferisches Wesen sein muss, und er scheue sich nicht, den mit Gott zu bezeichnen. Und da sind wir auf der anderen Seite der Brücke und das Ganzheitliche besteht eigentlich unter dem jetzigen materiellen Leben und dem, was vor und nachher war. Das Nachher bedeutet, mit dem Tod leben wir weiter. Und damit haben wir uns befasst und wir danken, dass wir dich kennengelernt haben, Alexander, bei euch Sendungen machen durften und ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche alles Gute. Danke. Ja, und auch für euch haben wir noch 2 Gratulanten gefunden, die ich gerne euch zeigen möchte. Lieber Helmut und lieber Rolf, ich gratuliere euch ganz herzlich zu dem QS24 Award für eure außergewöhnliche Arbeit, spirituelles Wissen wirklich zu erkennen, zu studieren und dieses Wissen den Menschen zur Verfügung zu stellen. Denn dieses Wissen wird sonst nicht so leicht den Menschen zur Verfügung gestellt. Und ihr habt mit eurer Arbeit diesen Dienst geleistet. Es ist ein großer Dienst an den Menschen und auch für die zukünftigen Generationen. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Lieber Helmut, lieber Rolf, ich habe von Alexander euer Buch in die Hände bekommen, Der Sinn des Lebens. Und ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt. Ihr habt eine großartige Arbeit geleistet. Man kann sagen, es ist fast schon eine Lebensarbeit, die ihr mit diesem Buch geleistet habt. Und ich möchte euch aus tiefstem Herzen vielen, vielen Dank für diese großartige Arbeit, die ihr geleistet habt, danken. Macht weiter so, wie man so schön sagt. Und vielen, vielen Dank für diese großartige Inspiration. Lieber Helmut, lieber Rolf, ich gratuliere euch herzlich zu eurem Award, für euren Preis, den ihr bekommen habt, weil ihr euch bemüht habt, die Bibel neu auszulegen, neu zu verstehen, auch im Licht vieler Offenbarungen, die die Menschen seitdem bekommen haben. Es ist gut, dass wir tiefer schauen in unser Herz, was Gott uns auch heute zu sagen hat. Danke vielmals.
Danke vielmals. Ich bewundere das immer wieder, wie man mit Musik so schöne Gefühle transportieren kann. Ich bin ganz gerührt. Danke. Erfahre, wie einfach es ist, aus einem Samen eine beeindruckende Pflanze zu ziehen. Noch nie war das Aufziehen von Pflanzen so einfach, sicher und schnell. Dieser Garten erzeugt ganzjährig genauso viel Gemüse wie 60 Quadratmeter Land. Und das mit einer Grundfläche von gerade mal 0,1 Quadratmeter. Dabei spart er noch bis zu 95% Wasser. Der Betrieb ist kinderleicht und erfordert kaum Zeit. Weltweit als einziges System seiner Art verwendet wir in dem geschlossenen Wasserkreislauf eine Tesla-Spule, welche die Qualität des Wassers auf eine Stufe hebt, wie sie heute in der freien Natur nicht mehr vorkommt. Das Gerät selber wird aus PAL auf Basis von Milchsäure hergestellt und enthält somit keine chemischen Schadstoffe. Mehr Infos unter teslagarten.com. Kennen Sie das auch? Schlechter Schlaf? Kraftlos, energielos oder körperliche Beschwerden? Ich nutze dafür jetzt Kleinsche Felder. Ausgezeichnet mit einem Award als innovatives Medizinprodukt helfen Kleinsche Felder mit ihrer nachgewiesenen, erstaunlichen Wirkung bereits bei vielen Menschen. Ob als Schlafauflage im Bett für den ganzen Körper, flexible Schuheinlagen für die Füße oder Pads für einzelne Körperstellen. Erfahre mehr über die Vorteile von BioRelax-Produkten im Internet unter Kleinsche Felder. Kleinsche Felder, das Richtige für meine Gesundheit. Steine sind für uns Wunder und Passion. Sie besitzen Schönheit und erstaunliche Kräfte. An der Heilsteinschule vermitteln wir analytisches Wissen, um zu verstehen, warum Steine wirken. Du erlernst therapeutische Anwendungen und erfährst an dir selbst die Wirkung der Mineralien. In den Alpen finden wir kraftvolle Schweizer Steine. Wir klopfen sie uns aus dem Felsen oder finden sie im Fluss. Während der Schulzeit werden Steine zu wertvollen Weg- und Lebensbegleitern. Und gemeinsam feiern wir ein Zertifikat. Wenn Schmerzen und Entzündungen im Körper entstehen, sind oft tiefliegende Körperareale betroffen. Im Unterschied zu oberflächlichen Behandlungsmethoden dringt das gepulste, hochintensive kalte Rotlicht von Repuls tief in das Gewebe ein und aktiviert dadurch direkt und unmittelbar genau jene Zellbereiche, die für die Entzündung und deren Heilung verantwortlich sind. Informieren Sie sich unter www.repuls.at. Unser Ziel ist Ihre Schmerzfreiheit. Dabei werden Sie von unserem bestens geschulten Fachpersonal unterstützt. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Es geht hier um ein Lebenswerk, um einen ganz speziellen Menschen, den ich euch gerne jetzt über das erste Video mal vorstellen möchte. Kaum ein Mediziner hat nicht schon von ihm gehört. Mit seinen schon über 70 Jahren ist er noch heute Arzt, Wissenschaftler, Autor und Lehrer. Seit 1982 praktiziert er in den USA und spezialisierte sich auf chronische Erkrankungen. Dabei erforscht er insbesondere die Ursachen, welche zu diesen chronischen Erkrankungen führen und alleine durch die herkömmliche Medizin nicht zu behandeln sind. Seine Forschungen nach den Ursachen weckten in ihm den Wissenschaftler, denn er benötigte Lösungen für seine Patienten. Und diese hat er gefunden und über viele Jahre Tausenden von Medizinern und Therapeuten in Weiterbildungsseminaren zugänglich gemacht. Seine Biografie liest sich wie ein Krimi, immer wieder im Kampf zwischen Aufklärung, Rechtfertigung, Anfeindungen und Diffamierungen. In einer unserer Sendungen hat er gesagt, Aufklärung nützt nichts, die Lobby ist zu stark und dennoch steht er Tag für Tag wieder an der Front, um eine andere, ergänzende Sichtweise weiteren Menschen zur Verfügung stellen zu können. Unser Nominierter ist ein großer Kämpfer, welcher mit viel Herzblut nicht nur Mediziner ist, sondern ein wahrer Arzt. Herzlichen Dank dafür.
Für die Laudatio habe ich eine Dame gefunden, eine sehr empathische Ärztin. Es ist die Leiterin der Swiss Mountain Klinik, die zugleich auch unsere Fernsehärztin ist, die mit dem Format Visite immer wieder schaut, dass Patienten eine alternative Sichtweise, eine ergänzende Sichtweise zu einen ergänzenden Therapieplan hören. Und das macht sie unglaublich professionell und toll. Und ich weiß, dass der Nominierte auch ihr großes Vorbild ist. Und deshalb passt das perfekt zusammen, dass sie heute da ist. Liebe Petra, darf ich dich bitten? Ja, das ist ja wohl auch für mich einer der bewegendsten Momente in meinem Leben, diese Laudatio für einen Menschen zu halten, der wahrlich ein Arzt ist. Unsere Welt ist reich an Medizinern, aber die Ärzte gibt es nicht mehr so viel. Auch in einer Medizin, die wir leben, die wir heute eine ziemliche Mittelmäßigkeit beziffern müssen, wenn es um die Frage geht, sorgen wir genug für euch Patienten? Er ist nicht nur Arzt, er ist Lehrer, er ist Wissenschaftler, er ist Forscher, er ist Musiker, denn er verbindet mit der Musik und berührt damit die Menschen. Es geht nicht um Bewusstsein weiterzuleiten, es geht, dass wir uns mit dem Herzen berühren, dass wir uns wieder selbst lieben und damit die Dinge in Gang setzen. Nach dem Studium hat Indien ihn unglaublich geprägt. Das waren andere Themen. Das war das Leben an der Basis. Das war Krankheit verstehen wollen. Und er hat sehr früh als Arzt verstanden, dass der Schlüssel die Selbstregulation in uns ist. Alles organische Leben reguliert sich selbst. Das heißt, die Selbstregulation ist der Schlüssel, dass wir flexibel bleiben, dass unsere Elastizität hoch ist, dass wir anpassungsfähig bleiben und damit auch widerstandsfähig und stark. Er hat es versucht in einer großen wissenschaftlichen Arbeit und mit der noch Entstehung dieses 1997 gegründeten Instituts für Neurobiologie in eine Medizin, in einen Bereich der Medizin, der sehr oft belächelt wird, als sogenannte Alternative gewertet wird, leider noch heute sehr oft. Er hat eine Methodik der autonomen Regulationstests, der Psychokinesiologie und damit auch der Mentalfeldtechniken auf eine universitäre Empore gehoben. Das ist Schwerstarbeit gewesen, aber niemand kommt daran vorbei, diese Techniken heute, diese Methode der Diagnostik und der Therapie auch anzuerkennen. Ein Mensch ist groß, nicht weil er vielleicht Undinge leistet, sondern er ist groß, weil gerade in diesem Bereich der Medizin uns unglaublich viel Gegenwind entgegenkommt, weil wir nicht die Menschen nach Leitlinien behandeln, sondern nach unserem besten ärztlichen Wissen. Und der Blick dieses Preisträgers ist nicht nur unglaublich groß und weit, sondern er ist voller Empathie, immer für das Gegenüber. Und er ist tief, weil wir Ärzte haben uns mit einer gewissen Demut auch und Verantwortung vor dem Leben, finde ich, zu verneigen. Wir haben es zu schützen. Und wir haben diese Regulationsmechanismen, und es ist dank dieser großartigen auch Erkenntnisse in der Regulationsmedizin und Kinesiologie. Wir können damit das Unterbewusstsein, das uns ja zu über 90% selbst steuert, erstmal abrufen. Ist es jetzt gut? Was liegt eigentlich in der Tiefe vor? Ist es ein seelisches Trauma? Ist es ein schwerer Konflikt? Wir müssen es lernen zu lösen. Und du hast die Tausende von Therapeuten
hast du ausgebildet. Du hast sie nicht nur ausgebildet im Rahmen dieser Diagnostik und Technik, sondern du hast ihnen etwas sehr Wertvolles vorgelebt, wie ein Arzt denken sollte. Denn wenn ein Arzt anders denkt, dann fühlt er anders und dann handelt er anders, mit mehr Respekt und mit mehr Achtung. Einen Preis zu erhalten für ein Lebenswerk heißt, derjenige hat sein Leben gegeben. Und ich möchte dich nicht fragen, was du alles hättest gern noch leben wollen. Aber ich glaube, unser Beruf ist zu schön, er ist zu groß und er ist zu erfüllt, als dass wir jemals darüber nachdenken. Du hast Bücher geschrieben, wie die Borreliose oder die Immunsymbiose. Du hast deine ganzen Schüler ausgestattet mit den Lehrbüchern über Psychokinesiologie und Mentalfeldtechnik. Aber gerade diese beiden großen Bücher, Borreliose und Immunsymbiose, sind so reich an wissenschaftlich fundiertem Material. Das ist also unglaublich für mich. Das ist so mit Studien belegt, ist das, was man immer wieder von uns fordert. Zeigt uns diese Studien, dann sind wir anerkannt, aber uns unterstützt niemand. Und die Fragen nach dem Warum sucht niemand. Spätestens, wenn ein Tumor-Diagnose gestellt ist, erfragen wir nicht die Ursachen im Leben dieser Menschen. Und du hast sie zusammengetragen und du mahnst. Und du stehst da wie so eine Eiche und du bist unumstößlich in dem, was du tust, unumstößlich in dem, was du verbreitest. Und es ist eine Erkenntnis, die immer darauf basiert, auch die Ursachen von Krankheiten zu erkennen. Große Preise sind dir bisher verliehen. Ich denke nur an 2007 und 2009, den Arzt des Jahres in den USA. Ich denke an die großartige Arbeit und du mahnst. Und du bist jetzt 70 Jahre und deine Stimme ist vielleicht nicht mehr laut genug. Aber dank solch wunderbarer Menschen wie Alexander, dank der Social Media ist deine Stimme nicht mehr zu überhören. Und tiefe, tiefe Spuren wirst du hinterlassen, voller Dankbarkeit. Und ich stehe nur stellvertretend für alle die dir, glaube ich, jetzt danken möchten. Diese große Arbeit hinsichtlich unserer Kinder, den Autismus, von dem wir wissen, welche Wurzeln er in sich trägt. Und wir sagen heute schon 1:17 und wir sagen 2032 schon jeder 3. oder 4. Junge. Es ist eine Zeit, wo wir immer lauter werden sollten. Wir reichen die Hände einer Medizin, die sich hoffentlich in diesem Paradigmenwechsel weiterentwickelt. Und ich möchte euch alle von Herzen jetzt bitten, aufzustehen, wenn wir den Award für das Lebenswerk verleihen an Dr. Dietrich Klinghardt. Wenn jemand für sein Lebenswerk anerkannt wird, dann hört sich das immer so an, als ob das Lebenswerk schon abgeschlossen ist. Oder und wir zurückblicken. Und ich habe eher selber das Gefühl, dass ich gerade angefangen habe, oder? Ja, die Reise geht sicher weiter. Und es wird sicher noch viel Gutes passieren, oder? Es gibt ja, ich habe es heute schon mal gesagt, aber es gibt in der Bibel, ich bin kein so ein Bibeltyp, aber es gibt bei Apostel Paulus wird ihm die Frage gestellt, sag mal, Paulus, es sieht so aus, als ob es auf der Erde immer dunkler wird und immer gefährlicher und immer schlimmer. Das ist schon jetzt vor 2000 Jahren, oder? War dieses Gefühl da. Und dann sagte er, für alles Böse, was wächst, wächst das Gute ein klein bisschen mehr, ein bisschen schneller.
Und damit möchte ich es eigentlich lassen, oder? Komm noch mit dran. Auch für dich haben wir noch ein paar Gratulanten, Menschen, die du bestimmt kennst. Und ich bitte gern, das Video abzuspielen. Lieber Dietrich, ich umarme dich von Herzen und ich verneige mich vor dir an dem besonderen Tag. Eine überragende Arbeit. Seit 35 und 40 Jahren warst du ein Pionier, der durchgehalten hat, der Netzwerke geschaffen hat und der mit seiner ansteckenden, inspirierenden Art Gesundheit in die Welt getragen hat. Auf eine besondere Art. Vielen, vielen Dank und wir gratulieren dir von ganzem Herzen zu diesem Preis. Lieber Dietrich Klinkert, herzliche Gratulation zum Q24 Award 2021. Durch diese jahrzehntelange, reichhaltige, vielfältige Arbeit und Forschung sind weltweit für viele Menschen so viele neue Türen aufgegangen, die so reichlich Früchte bringen, dass wir alle nur Danke sagen können. Dankeschön. Hallo Dietrich, ich hoffe, dass du mich noch erkennst. Beate Strittmatter von der Deutschen Akademie für Akupunktur. Du warst immerhin unser Schüler und hast dort die Grundzüge der Urakupunktur gelernt. Wir haben uns in Erfurt gesehen. Weißt du noch, bei dem Kongress der altehrwürdigen Neuraltherapiegesellschaft saßen wir uns gegenüber. Und ich danke dir, ich bin jetzt hier zufällig bei QS24 als Referent und habe gehört, dass du die Ehrung bekommst und ich danke dir für deine Lebensleistung. Ich danke dir für deinen Mut. Ich danke dir für deine Beharrlichkeit. Das hat uns alle beeinflusst. Das hat uns in der Akademie beeinflusst, wenn es um Ausleitung geht, wenn es um die Behandlung von Schwermetallen geht und andere Erkenntnisse. Okay, manchmal bist du ein bisschen übermütig gewesen, aber man muss ja auch die Grenzen austesten. Und du hast überhaupt kein Tabu gehabt so für dich. Du hast niemals gekuscht. Und ich kann nur sagen, mach das weiter so. Mach's einfach weiter so. Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute. Herr Dr. Klingert, seien Sie gegrüßt. Hier spricht Kurt Tepperwein. Ich möchte Ihnen unbedingt gerne persönlich gratulieren zum Award und Ihnen sagen einfach, dass Sie mein ganzes Leben bereichert haben und verändert haben mit Ihrer Arbeit, die einen großen Einfluss hatte auf mich. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Also, alles Gute für Ihr weiteres Leben. Danke. Alles, danke vielmals. Bitte sehr. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, wie ich überhaupt die Chance hatte, dass er zu uns ins Studio kommt. Da war nämlich der Joachim Mutter verantwortlich. Er hat ihm gesagt, mit ihm gesprochen, er soll sich doch mal bei mir melden. Und dann hat er mich auch angerufen und gesagt, naja, wenn dieser kritische Joachim Mutter schon sagt, ich muss kommen, dann nehme ich nochmals einen Anlauf und gehe nochmals vor die Medien. Und deshalb nochmals herzlichen Dank, lieber Dietrich. Gell?
Wieder sind die Tränen am Laufen. Das war doch Frank Sinatra, oder? Da hatte doch auch so ein Smoking an mich. Oder? Ja. Wir dürfen gerne zur letzten Kategorie kommen, und zwar möchten wir einen wahren Pionier ehren. Ein Pionier, der seiner Zeit weit voraus war. Und ich möchte hier gerne bitten, das erste Video abzuspielen. Was ist die Ursache einer Krankheit? Sind es seelische Probleme oder rein körperliche? Das sind Fragen, die sich nicht viele Menschen stellen. Unser Nominierter jedoch schon. Seine Ausbildung zum Arzt und Psychotherapeut war für seinen Lebensweg ein Segen. Schon früh konnte er durch seine Ausbildung erkennen, dass Psyche und Körper, aber auch Körper und Psyche zusammenhängen. In seinen Forschungen in der Erfahrungsmedizin hat er sehr bedeutsame Erkenntnisse gewonnen und diese in Büchern millionenfach mit uns allen geteilt. Eines seiner Bücher steht fast in jedem Haushalt, ein Buchklassiker mit einer millionenfachen Auflage. Bereits heute hat diese Person über 50 Bücher geschrieben, welche bereits in 27 Sprachen übersetzt worden sind. Unser Nominierte ist ein Pionier in der Ganzheitsmedizin, aber auch ein Mensch, der die freie Meinungsäußerung fördert und auch andere Sichtweisen stehen lassen kann. Vielen Dank für deine Arbeit. Ja, der Nominierte ist heute extra 9 Stunden hergefahren und hatte eigentlich gar keine Ahnung, was es geht. Das ist echt eine große Überraschung für ihn, aber auch eine große Ehre und Freude für uns. Denn QS24 hat ganz viel ihm zu verdanken, denn er ist seit der Geburt unseres Senders mit dabei und hat uns unterstützt mit Tat und Weisheiten und viel Kraft und vielen Verbindungen. Und bei der kürzlichen letzten Autofahrt zusammen hat er mir gesagt, dass er ein großes Vorbild hat. Das hat er vielleicht einfach so gesagt, vielleicht weiß er es gar nicht mehr, aber er hat einen Herrn genannt, den ich auch kenne, und habe ihn angerufen und gefragt, ob er kommen würde, für eine Laudatio zu halten, weil das wäre ja wirklich der Hammer, wenn das so klappen würde. Und das hat fast geklappt. Deshalb hat er uns eine Videobotschaft geschickt. Und zwar ist das der Professor Dr. Hartmut Schröder, einer der ganz großen Menschen meiner Erachtens im Bereich der Sprachkultur, im Bereich der Kommunikation mit Patienten, und seine Fachausrichtungen wie zum Beispiel die Psychiatrie oder die Physiotherapie oder die Psychosomatik oder auch die medizinische Psychotherapie sind so seine Steckenpfeiler, wo ihn eigentlich unsterblich machen. Und ich verneige mich auch vor diesem Gast, der jetzt gleich sprechen wird, und bitte gerne das Video abzuspielen. Meine Laudatio gilt einem Preisträger, der mich, so wie viele andere Menschen, seit fast 40 Jahren begleitet. Ich habe ihn allerdings nur einmal wirklich getroffen. Das, was er zu sagen hat und in seinen Publikationen schreibt, berührt zutiefst und wirkt nachhaltig. Ein Traum von ihm ist ein Feld der ansteckenden Gesundheit. Dazu hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich fast alle als Wegweiser für ein gesundes und auch ein selbstbestimmtes Leben verstehen. Als Arzt ist er einer der Protagonisten auf dem Gebiet der Ganzheitlichkeit, der Psychosomatik und, was mich besonders bewegt, einer modernen Diätetik, wobei die Ernährung für ihn einen besonders wichtigen Stellenwert einnimmt. Integrale Medizin, die er vertritt, umfasst neben den großen Heilkräften aus der Natur und Kultur das Bewährte der Schulmedizin und der komplementären Verfahren sowie die Offenheit für spirituelle Fragen und Achtsamkeit. Und ich gratuliere ihm ganz herzlich zur heutigen Auszeichnung und möchte ihn würdigen als einen hervorragenden Vertreter einer Heilkunde der Zukunft, die in der Erklärung von Kos, Hippokrates Erben, beschrieben wird. Die Heilkunde der Zukunft ist ein gegenseitiges Bereichern, ein Zusammenfließen urältester Heilweisen mit dem Besten der modernen Medizin. Eine Kunst,
in der Magie und Medikament, liebevolle Berührung und Skalpell, heilende Gedankenarbeit, Gebet und Meditation nach Jahrhunderten der Trennung wieder zu einer Ganzheit verschmelzen, die auch den Menschen wieder als Ganzes sieht. Rüdiger Dahlke, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Ich kann mich nur anschließen, was mein Vorredner über Rüdiger heute gesagt hat. Für mich ist Rüdiger ein großes Vorbild. Vor über 20 Jahren habe ich das erste Buch von dir in den Händen gehalten und auch gelesen. Und davor dachte ich immer, Krankheit ist so etwas Zufälliges. Ja, das befällt einen und keiner weiß so richtig, woher das kommt. Und durch dieses Buch habe ich gemerkt, dass es eine Bedeutung gibt, diese Symbolkraft, die du benennst. Und habe dann die weiteren Lebensjahre verstanden oder diesen Schlüssel versucht anzuwenden. Und einen zweiten Punkt, den du in meinem Leben eine große Veränderung herbeigeführt hast, ist das Thema Fasten. Ja, durch dich bin ich zum Fasten gekommen, in meiner Familie, meine Eltern, meine Schwester und meine Frau. Und vielen, vielen Dank, lieber Rüdiger, für deine tolle, großartige Pionierarbeit. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ich wusste wirklich gar nicht, was da so kommt. Alle wichtigen Leute um mich herum haben gesagt, oh, du musst da hin, obwohl ich eigentlich Kurs habe und da 60 Leute sind, die jetzt aber gut vertreten sind. Und ja, bei Kurs 24 kann ich wirklich ohne Zensur sagen, was ich will, auch bis der Gedanke fertig ist. Das ist für mich eine völlig neue Erfahrung gewesen. Deswegen bin ich auch immer wieder gerne gekommen. Und es war eine schöne Zeit, geht hoffentlich ja auch noch weiter. Wenn ich x-mal selber gefragt werde, Christian schon erzählt, habe ich ein Buch dazu gemacht, spart den Leuten einen Haufen Geld und mir die Wiederholung des Immergleichen. Ich bin eigentlich ein fauler Mensch. Der Geschäfer würde das Einzige wahrscheinlich verstehen, 0 Grad Löwe. Da ist natürlich faul. Aber wenn ich mich begeistern kann, dann geht schon. Und so sind dann doch 74 Bücher entstanden. Ich habe immer den Leuten gesagt, um in eine deutsche Klinik zu gehen, musst du psychisch total stabil sein und körperlich topfit, egal ob als Besucher oder Patient. Weil sonst wird es gefährlich. Und dann habe ich auch immer warnend dazu gesagt, du musst trotz der Ernährung dort gesund werden, nicht wegen. Und jetzt höre ich begeistert, dass das hier anders ist. Und ich bin dankbar für diese Ehrung und dankbar, dass ich auch so lang Arzt sein konnte. Scheint schon ziemlich lang zu sein. Wie noch Vorträge erlaubt waren, war so ein sehr großer Andrang mal bei einem Vortrag. Da musste ich mich anstellen, dass ich überhaupt selbst reinkam. Und war vor mir eine junge Dame, also aus meiner Sicht jedenfalls. Und da kam eine ältere Dame zu ihr hin und sagte, wo gehst denn du hin? Und die junge Dame sagte, zum Dahlke. Und die sagte, ja, lebt der noch? Herzlichen Dank. Auch für dich haben wir noch ein paar Gratulanten gefunden, die ich dir nicht vorenthalten möchte, lieber Rüdiger, bitte gerne. Lieber Rüdiger Dahlke, hier sitzt ein Riesenfan von dir und das sind Millionen andere auch. Und aus tiefstem Herzen gratuliere ich dir zu deinem Oscar der Komplementärmedizin, was du geleistet hast für so viele von uns, so viel Hoffnung zu geben. Dafür ziehe ich meinen imaginären Hut und gratuliere dir. Danke für dein So-Sein. Ich möchte zum Abschlussplädoyer kommen und eigentlich auch ein bisschen so mein Herz ausschütten. Ich denke, wir bauen unglaublich große Gräben auf
innerhalb der Politik, wir machen Gräben überall und wir machen diese Gräben auch in der Medizin, wo wir so eine geniale Schulmedizin haben, aber auch eine geniale Naturheilkunde und eine geniale Komplementärmedizin. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn das viel, viel mehr verzahnt ineinander greift, so nach dem Motto, gemeinsam statt einsam. Ich bedanke mich bei euch allen zusammen und ich möchte auch noch mein Team ganz herzlich Bedanke sagen. Und auch wenn die Kameras jetzt einfach mal so laufen gelassen werden, wie sie jetzt gerade stehen, möchte ich doch das Team bitten, auf die Bühne zu kommen. Und zwar anfangend, neben mir steht immer eine sehr starke Frau, meine Frau Gabriela Glock. Ich bitte dich, auf die Bühne zu kommen. Bitte. Dann selbstverständlich auch meine älteste Tochter, die den ganzen Laden führt, auch gegründet hat. Und ohne sie würde es überhaupt nichts funktionieren. Jennifer, du musst jetzt auf die Bühne kommen. Ja, das ist noch nicht das ganze Team. Aber wir sind auch nicht so viele. Ihr werdet überrascht sein, wie viele heute auf der Bühne stehen und dieses Werk QS24 auf die Beine gesetzt haben. Und zwar möchte ich jetzt auch meinen Sohn Fabian bitten, auf die Bühne zu kommen, meine Tochter Jacqueline Glock auf die Bühne bitten und meine Moderationskollegin, ohne sie ich die letzten 300-400 Interviews nie schaffen konnte, Corinna Klein, bitte auf die Bühne. Und jetzt auch noch Raffaela, ab auf die Bühne. Noch meine Jüngste, das Blumenmädchen. Und das ist QS24. Und dann möchte ich mich auch ganz herzlich verabschieden von euch allen und einfach herzlich Danke sagen. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr QS24 schaut. Wir verneigen uns ganz herzlich bei euch. Nochmal.